Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Raimi, ihr habt richtig gehört, hier ist Raimi. Und seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es hier gibt. Und der auch wieder mal mit einer schönen, wunderschönen Begleitung. Hier an meiner Seite Miss Dana Rolle. Danke, ich dachte, du fängst jetzt an wieder mit der Uhr. Ach so, ja. Die Uhr. Und der Uhr. Hä? Ich habe doch noch nie gesagt, dass die Uhr meine schöne Begleitung sei. Nee. Das ist gelogen. Ja. Knallhart, Alter. Leute, guckt euch diese Abos an. Was sollen wir noch sagen? Wir schaffen diese Woche noch die 30.000, habe ich gehört. Aber es wird echt knapp wieder, ne? Ein bisschen, aber ich glaube, das klappt. Das wird definitiv knapp, aber wir glauben an euch, denn ihr seid die beste Community ever, Alter. Alle beneiden uns gerade. Das stimmt, ja. Das stimmt. Also alle sind so, ey, krass, Alter, krass. Was geht ab bei dir? Also vor allem, bei dir läuft voll, ja, du haust voll raus. Risch Baba und so. Ja gut, wir bringen natürlich auch jeden Tag seit fast 5 Wochen oder 5 Wochen ja schon jetzt, bringen wir jeden Tag 4 Videos raus und das ist schon ein kleiner Aufwand und wir machen ja auch noch andere Sachen, so ein bisschen Musik nebenbei, versuchen wir auch noch, aber es läuft, es funktioniert. Und mein Setup noch aufbauen, fertig machen. Ja, ihr Setup, sie will ja dann auch demnächst noch Videos rausbringen und so weiter und so weiter. Ey. Ich schalte mal um hier, kleine Erinnerung nochmal hier. Instagram könnt ihr auch nochmal pushen, Leute. Ihr wisst, das große Casting-Ding ist immer noch, läuft ja, ne? Läuft. Wir wollen die 100.000 schaffen bei Instagram, damit wir so einen Indikator haben, dass hier Welle gemacht werden kann, dass wir groß genug sind als Community und das Ganze hier pushen können, denn es wird ein großes Casting geben mit einem Gewinner, der hier produziert wird. Mit allem Drum und Dran, von A bis Z wird hier alles gemacht. Also es lohnt sich definitiv, das Wort zu spreaden. Außerdem bin ich auch auf TikTok, Twitter, Snapchat und Twitch. Ja, und Spotify mit der Playlist und so. Oh, meine Spotify-Playlist. Die wird jetzt heute, morgen, übermorgen. Ja, auf jeden Fall freitags wird die mal aktualisiert. Nur so nochmal als kleine Randnotiz. Wir schalten mal hier rüber. Ja, genau, das ist die Spotify-Playlist. Die wird immer aktualisiert. Jeden Freitag, einmal die Woche. Meine Top 20 sind natürlich auch K-Pop-Sachen drin. Keine Sorge. Denn die Sachen höre ich jetzt auch. Tatsächlich privat, haben ja auch einige gefragt. Hört ihr das privat? Wieso so voll am Pumpen? So morgens, wenn wir aufstehen, Fernseher schon voll aufgedreht mit irgendwelchen BTS-Songs. Und Blackpink in Your Area und so. Naja, wir hören heute Red Velvet mit Bad Boy. Cool? Hat die gerade auf mich geschossen? Ja, aber es ist automatisch erzeugt. Wir müssen mal gucken, ob die gut sind. Die sind ja mehr so, das hatten wir ja schon als kleine Info bekommen in unserer geheimen K-Pop-Tabelle, dass sie so ein bisschen den R&B-Vibe haben. Mal gucken, so ein bisschen hat man das... der Song auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen haben wir das ja jetzt hier drin. Interessant ist die Snare, finde ich. Die ist so ein bisschen... Die klingt fast wie so ein Woodblock, also so ein Holzblock. Diese Begriffe auf Deutsch jedes Mal übersetzen, ich mache das nicht mehr. Ich habe die selber nie auf Deutsch gehört. Ja, dann mach doch einfach, wie du denkst. Ja, irgendwie, aber ich denke dann immer, die Leute verstehen es dann gar nicht, aber das Ding nennt man einfach Woodblock. Ich habe auch noch nie jemanden gehört, der gesagt hat Holzblock. Ja, ich denke, wenn du einfach sagst, wie es heißt und das dann so ein bisschen beschreibst oder mit der Musik noch zeigst, was du da genau meinst, dann kann man es schon verstehen. Naja, es ist so, man kennt es vielleicht aus dem Schulunterricht, wenn man mal Musik hatte. Das ist wirklich ein Holzblock irgendwie, aber mit so einem Schnitt drin. Ich kenne den. Ja, und dann hat man so einen Schlägel. So ein kleiner, so ein Ding. Ja, gibt es verschiedene Größen. Da hat man so einen Schlägel und das macht dann so einen Duck. Also wie wenn man auf... Schon Holz, aber mit einem Ton, also mit einem Klang, richtig. Das ist ein Woodblock, da gibt es... Nee. Ach so. Nur auf die Snare, also dazu, wo wir klatschen würden. Die Snare hat eben so einen besonderen Klang, wie eine Mischung aus einer Snare von einem Schlagzeug und einem Woodblock. Das wollte ich sagen. Oh, okay. Und mit einem besonders langen Nachhall. Also... 심한 그 표정 I like that 내 호기심
Ja, das Harmonische hier, was wir am Anfang ja schon direkt hören. Das ist irgendwas aus dem Synthesizer gut kombiniert. Die Hose. Der Tanga Das nicht. kennt Tanga. Aber Tanga-Style, zurück an die 2000er. Leute, könnt ihr euch das mal vorstellen, dass es in war, dass die Mädels rumgelaufen sind. Die Mädels. Ich hatte in der 5. Klasse meine Erdkundelehrerin, die ist so rumgelaufen. Und die war Mitte 30 Minimum damals und hatte selbst ein Kind. Wow. Dass Ja. die hatten so low-waisted, gibt's das? Ja, die gibt's auch immer noch. Ja, low-waisted Jeans, So, also ganz ich tief. bin ja jetzt hier. Moment, ich muss auf die Seite. Ich kann auch umschalten. So oben. Und die hatten die aber, keine Ahnung, hier unten so. Ja, halt unten an der Hüfte. Es war so, das an sich fand ich nicht schlecht. Aber dass dann die Unterwäsche, also die wirklich bewusst der String-Tanga, Rausgucken lassen, immer wenn man sich gebückt hat. ja, hinten so raus, dass man so das V gesehen hat, aber auch an den Seiten oben, so wie hier in dem Video gerade, hier bei der Dame, so ein bisschen sah das so wie hier dann aus. Da hat sie hinten von der Po-Ritze hoch die Mitte noch und dann links, rechts hat sie dann die Bändel. Gut. Oh, das, na gut, dann hören wir nochmal an. 후다 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 boy 수많은 사람 속 눈에 띈 무심한 그 표정 I like that 내 호기심을 자극하지 어색한 스타일인 Oh. Jetzt kommt dann Bass dazu. Ja, achso, was ich sagen wollte, das ist halt so ein synthetisches Instrument, was da eben den harmonischen Part übernimmt. Okay. Was so ein bisschen die Melodie auch mitspielt, die sie singt. Eigentlich nicht, oder? 수많은 사람 속 눈에 띈 무심한 그 표정 Nicht direkt. Es gibt Überschneidungen in den Tönen, aber es ist nicht direkt die Melodie. 쓴 듯 안 쓴 듯 Bum, 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 bum. 입은 낯선 신경 쓴 듯 안 쓴 듯 Das ist der Bass jetzt, ne? Super angekratzt. I like that 왼면에 발톱 끌려 랄라 도도한 날 웃게 하잖아 알잖아 요즘 내가 날 보는 시선 Okay, ich verstehe schon. Das hat schon mehr so einen R&B-Vibe. Weil alles auch, ja, das Backing, also das Instrumental schon ein bisschen zurückhaltender ist, jetzt nicht super aufgeblasen. Und dann hier natürlich, wenn dann so schöne Harmonien hier gesungen werden und dann auch Adlibs, die dann diesen Soul-Charakter haben. 알잖아 요즘 내가 Wo war die eine gerade? 도도한 날 웃게 하잖아 Ne, dieses, was sie im Hintergrund singt. 웃게 하잖아 알잖아 요즘 내가 날 보는 시선 너도 Auch geil auf dieses, was ja so ein Soundeffekt im Endeffekt ist, haben die auch das Bild gemacht. Ich glaube aber, dass es in der Produktion fest drin ist wahrscheinlich, ne? Also es gehört nicht zum Musikvideo. 날 보는 시선 너도 느껴 알잖아 요즘 내가 Ne? Wupp, wupp. Guck mal, jetzt drücke ich frameweise zurück. Da. 내가 날 보는 시선 너도 느껴 War so ein Pfeifen drin. Ich hab's gehört. Ja. Sehr gut. Wer es noch alles gehört hat, schreibt es in die Kommentare. Also beim ersten Mal gehört hat, nicht jetzt. Jetzt zählt auch. Wenn ihr es jetzt gehört habt, dann schreibt es in die Kommentare. Das Pfeifen. Wo war das? Das war vorher, ne? Boah, das frameweise. Ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Brille. Geil. 날 보는 시선 너도 느껴 홀린 듯날 따라와 모두 환호해 너도 Ich war gerade irritiert, weil man vorher schon die Schritte gehört hat, bevor man sie gesehen hat. 따라와 모두 환호해 Wieso? Das stimmt. Wieso sind die überhaupt da drin? Ja, also Musikvideo, Sounddesign, Nachverton, lalala, finde ich auch nicht immer so gut. Das irritiert gerne mal, gerade wenn die Musik auch noch parallel läuft. Aber hier ist es besonders Irritation, denn wir hören die Schritte, bevor man sie sieht. Da denkt man sich so, hä? 날 보는 시선 너도 느껴 홀린 듯날 따라와 모두 환호해 너도 아닌 척해도 넌 한번 내기를 해볼까 너무 쉽게 놓지 마
Ja, nicht schlecht, ey. Das ist halt vom Vibe ist es halt auch mehr so ein R&B-Ding tatsächlich, weil es so richtig grooved. Und hier war dann alles auf einmal rückwärts im Instrumental. Wupp. Und dann wieder vorwärts. Also kurz eine Passage, wo einige Instrumente rückwärts eingespielt werden. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Also mir gefällt es sehr gut bisher. Ja, wir sind ja auch leidenschaftliche I like it. R&B-Hörer so oder so. Schön. Dann hier wirklich nur die Akkorde spielen zu lassen mit dem Instrument, das auch so klingt, als ob es halt rückwärts spielen würde. Das ist schon echt schön. Wir sind jetzt hier im zweiten Part, ne? Das ist schon schön. Snaps jetzt, ne? Nicht mehr der Woodblock. Jetzt gibt's die Snaps, die Schnipser. Das Lustige ist, wir sind immer so on point und die sehen das im Video und denken, wir sind total Scheiße. raus. Und dann sehen wir immer richtig dumm aus. Ja, wir tanzen dann hier voll schön, eigentlich machen voll die geilen Moves, richtig im Takt. Ja, Und im Video sieht es dann so aus, als ob wir die größten Taktspackos wären, aber ja, gut. Ist immer eine Latenz drin, aber ihr wisst es ja mittlerweile. 건 신경 쓰지 마. 내 목소리에 집중해. 상황은 좀 달라져. 주위를 Süß. 소리에 집중해. Aber der ist, jetzt kann ich frameweise, jetzt lohnt sich's. Ah, krass geglättet aber, ne, am Computer. Aber I love it. Die sieht so schön aus da. Ja. Guck mal. Oh. Schöner Shot auch, ne? Wenn ich mal so aussehe. 상황은 좀 달라져. 주위를 맴도는 내가 궁금해. Oh, krass, ja. Wie pretty. Pretty! Oh mein Gott. 도는 내가 궁금해. 너도 알게 될 거야. 알 거야. 이미 늦어버렸단 걸. Hey, krass. Opening Ceremony tragen die sehr viel, fällt mir auf. Die andere hatte auch schon ein Oberteil und Gucci war auch wieder gut vertreten. Ist das eine Marke, Open Ceremony? Opening Ceremony, ja. Auch immer ganz lustige Shirts und Woher? so. Sind die? Oh, ich glaube USA. Ich bin mir nicht ganz sicher. 알 거야. Ich war nur gerade verwundert, dass sie. Ich finde das blöd mit den Tasten. 알 거야. Hä? Das ist ja mega krass. Die haben wirklich darauf geachtet. Ich weiß nicht, ob das vorher schon war oder ob die das nachträglich gemacht haben, weil das hier im Video ist. Also jetzt wirklich Kopfhörer aufsetzen. Die Adlibs kommen ja hier, die Dame, ich weiß gerade leider nicht, wie sie heißt, sie kommt ja von rechts nach links ins Bild. Und man hört sie auch tatsächlich so, wie sie dann von rechts nach links ins Bild kommt und dann aber auch rausgeht. 알 거야. 알 거야. 이미 늦어. Oha. Ich war gerade voll erstaunt, dass sie darauf geachtet haben, weil es ist ja, Cool. man denkt, ja gut, das ist ja nur so ein Move im Video, aber das ist auch tatsächlich auf dem Soundtrack zu hören, also auf dem Track zu hören. 알 So. 거야. 이미 늦어버렸단 Krass. 걸. 맞아. 사실게 나 자신 있어 나. 지는 게임하진 않아. Und Dior. Hier ganz links. Jadior. Ja. Jadior. Krass, diese Hose mit dem hier abgekatteten und dann wieder zusammengehalteten und dann Ding, das ist schon Oh, das war auch auf irgendeinem lustig. auf Runway jeden bei Fall. irgendwelchen Designern, aber ich weiß nicht mehr wo. Krass. Hier Off-White, oder? Oder nicht? 벌써 반쯤은 넘어와. Die Hose sieht schon fesch aus. So. Könnte ich auch mal tragen. Ich finde auch ihr Shirt geil mit dem Bustier drüber. Und dann wieder die Money Guns. Hatte Ariana Grande jetzt letztens ganz aktuell erst bei den BBMAs.
beim Seven Rings Auftritt und bei Coachella auch. Stimmt. Und Gwen Stefani bei der Met Gala. Money Guns. Und Für den Money Shot. ja, und Red Velvet hatte das hier letztes Jahr schon. Ja, das ist schon sehr R&B hier mit dem letzten. Total R&B. Wo ist Balenciaga? Warte. Geht's? Jetzt haben wir nur die Kick, die dann also eigentlich wenn die nur die Kick hören wollen würdet oder hören würdet, dann wäre es nur aber halt mit Bass drin und der Bass spielt dann aber ja, das ist der Unterschied zwischen Kick und Bass. Ne, und dann haben wir noch so eine Hi-Hat, die sowas spielt. Sehr leise. Die ist sehr leise, ja. Und dann eben die Snare, die dann ich versuche hier Beatbox-mäßig alles nachzumachen, aber ihr wisst, was ich meine. Es hat ein smoother Übergang hier aus dem Refrain. Einfach so reingerutscht in den C-Part. Sehr schön auf jeden Fall. Und wir haben dann eben nur dieses Pad-Spielen, nur dieses flächige Instrument, das sehr breit gemischt ist, damit es so richtig schön harmonisch weit ist. Hey, wo sind wir jetzt gelandet, Alter? Im zweiten Vers. Was habe ich denn gedrückt hier? Ja, du bist direkt im C-Part. Boah, mega viele Harmonien, ne? Super viele Harmonien, die Mädels, die da ganz viel stimmig, aber auch super krass korrigiert in den Tonen, dass es so 100% genaue Harmonien sind. Also rechts noch so ein klavierartiges Ding. Wieder das Pfeifen, hast du gehört? Ja, das war vorhin auch schon wieder, aber die Stimme jetzt. Eine Harmonie, ja. Hey, wieso ist denn... Da sind schon wieder diese Schritte drin, aber vielleicht sollen es gar keine Schritte sein, aber da ist auf jeden Fall wie dieses... Das ist verwirrt, wenn man Ja. so Schritte versetzt. Vielleicht hat es was mit dem Text zu tun, wir verstehen es deswegen nicht, aber es ist verwirrt trotzdem. Hey, nicht schlecht. Adlib gerade. Nice. Nicht schlecht, Alter. Das war jetzt so die... eigentlich die erste richtige K-Pop-R&B-Nummer, die wir gehört haben, ne? Naja, war nicht New East, Bad auch so ein bisschen Ja, stimmt. Ja, R&B-mäßig? doch auch. Aber das war mehr so dieser Oldschool-R&B-Vibe. Ja, hatte ein bisschen so nicht 90s? Nee, 2000er. Ja. Ja.
Leute, richtig krass. Danke für den Vorschlag. War wieder geil. War wieder geil. Also Nice. auch wirklich mal was komplett anderes, andere Sparte. Neue Gruppe auch wieder. Die packe ich auch direkt in meine K-Pop-Liste bei Spotify. Ich habe schon eine eigene K-Pop-Liste. Ja gut, das war ja jetzt auch nicht überraschend und nur eine Frage der Zeit. Aber Red Velvet hatte jetzt gerade Debüt auf unserem Kanal hier, also gerade das erste Mal abgecheckt. Ja. Super nice, echt nicht schlecht, die 5 Mädels. Wir wissen ja, dass die auch mal nur zu viert waren vor 2015, aber ja. Alle anderen Infos könnt ihr uns droppen. Wir haben aber in unserer K-Pop-Liste, die wir abarbeiten, auch noch einige Songs von denen drin. Wir haben jetzt erstmal die Nummer genommen. Ja, bald müssen wir dieses Really Bad Boy machen. Genau, es war aber jetzt mit einer der aktuelleren Songs noch Bad Boy, aber die anderen kommen auf jeden Fall auch noch. Macht euch da keine Sorgen, aber schreibt ansonsten gerne in die Kommentare, was ihr da noch euch wünscht und Infos und sonstiges. Und wie gesagt, bestätigt uns unsere Arbeit 30.000. mit einem kleinen Klick auf diesen kleinen roten Button in irgendeiner Ecke hier im Fenster, wo Abonnieren steht. Und macht das Glöckchen an. Denn es gibt auch gerne mal um 21 Uhr an jeglichen, wer weiß wann Tagen, Überraschungsreaktionen auf Funny Moment Videos jeglicher K-Pop-Gruppen. Oder Amazing Vocals. Ja. Ich habe aber auch jetzt so Sachen so... Wie diese. Ich habe... Ja gut, fast. Ich habe jetzt aber auch Sachen von Billie Eilish oder Ariana Grande und so. Da gibt es ja auch so Compilations. Habe ich jetzt auch schon. Ja, so Ariana Diva Moments. Ja, irgendwie sowas. Shady Oder Diva also so Sachen werden wir auch noch, also Fun-Reactions werden wir halt auch auf jeden Fall machen, dass da auch noch ein bisschen Entspannung hier reinkommt und nicht nur gelernt wird. Danke Leute, bis zum nächsten Video und vielleicht da fleißig abonnieren. Ja. 30.000. Weiter fleißig abonnieren, Leute. Okay.